Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd, und im heutigen Video geht es um die Passungsflächen, also die Flächen vom Stimmstock, die auf der Decken und am Boden unten wirklich gescheit sitzen sollen. Ja? Und wie man den macht und wie man es nicht macht. Das ist jetzt das Intro. Ja? Ja, aber sing vor, du kannst es sicher besser als ich. Sauber. Im Lauf der Zeit kommen ja viele abenteuerliche Varianten von Stimmstöcken unter. Bewährt hat sie letztendlich, wenn der Stimmstock oben und unten wirklich sitzt, wenn es eine saubere runde Säule ist, ob die jetzt im Prinzip gehobelt wird, ob die gedreht wird, ob das dann mit einem Schleifpapier geschliffen ist oder mit einer Ziegel sauber putzt ist. Also Schleifpapier hat den Nachteil, dass immer dann, wenn ich mit einem Messer zubefahre, natürlich auch so ein Sound vom Sandpapier am Holz haften bleibt und ich damit natürlich die Schneid kaputt mache. Klanglich ist es ziemlich wurscht. Was wichtig ist beim Stimmstock, ist, dass diese Rohhölzchen alle obergespalten sind und nicht gesägt sind, damit die Faserrichtung wirklich sauber im Stimmstock ist. Ja? Weil durch die Kräfte, die aufkommen, schwingt der Stimmstock natürlich auch ein bisschen und das sollte möglichst leicht gehen. Es ist auch ein klanglicher Unterschied, ob ich heute einen Stimmstock im Prinzip aus dem Splintholz draußen mache oder aus dem Reifholz bzw. dem Kernholz von einer Fichten. Also außen ist es leichter, innen ist es härter und fester und ergibt einen anderen Klang. Ja? Und jetzt zeige ich euch einmal, wie ich so eine Passungsfläche schneide mit einem Messer. Und ich zeige euch dann ein Beispiel, wie das ausschaut, wenn das gefeilt wird. In jedem Fall ist rein von der Theorie her klar, dass ich ja innen in der Decken und innen am Boden zwei konkave Flächen habe. Ja? Ein kleiner Tipp und eine Eselsbrücke. Konvex ist das oben, konkav ist das da unten. Da gibt es einen Spruch von einem sehr guten Bekannten von mir. Konvex ist der Bugel von der Hex. Danke, Didi. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze einmal an. Komm her, Wengel, dann zeige ich dir was, Bur. Also, wir haben da jetzt einen Stimmstock. Der ist jetzt einfach nur mit der Säge angeschnitten, faktisch nachdem das Staberl erzeugt wurde. Und das heißt, ich habe da jetzt einen Sägeschnitt drauf und jetzt zeige ich einmal, wie das ausschaut, wenn man da mit einem Messer einen sauberen Schnitt setzt. Was das für eine Farbe und was das für einen Spiegel kriegt. Siehst du das? Das ist spiegelglatt. Da sind die harten und die weichen Jahre genau gleich lang angeschnitten. Da steht nichts vor. Man spürt das auch sofort. Wenn man mit dem Finger drüber fährt. So. Da bräselt auch nichts weg am Rand oder sonst was. Das ist eine glatte Fläche, ja? Und im Gegenzug dazu zeige ich euch jetzt, wie ein Stimmstock ausschaut, wenn der zum Beispiel mit einer Feile angepasst wird. Ja? Also, jetzt musst du ganz kurz, genau. Und jetzt, ich versuche euch das möglichst genau zu zeigen, indem ich es euch da ins Licht aufverhalte. Wenn ich es so schräg habe, dann müsst ihr schon fast was sehen. Wenn ich jetzt hergehe und die zwei Flächen nebeneinander habe, dann habe ich da eine, da ist vom Pfeilen, sogar steht noch so ein Bord weg. Ja? Und man sieht da sehr genau, dass die harten Jahre tiefer gefeilt sind und die weichen beim Pfeilen eingedruckt worden sind und dann wieder rauskommen. Da ist ein Spiegelglatt, da gibt es keine Höhenunterschiede. Ja? Das ist die richtige Methode und das ist ein Murks, so macht man das nicht. Weil die Stimmstöcke, die können wandern, weil du immer im Prinzip oben und unten einen kleinen Polster hast, ja? Und das nie wirklich, die harten Jahre nie wirklich aufsitzen. Und bei einer Fichtendecken und bei einem Fichtenstimmstock, der mit 90 Grad Verdraht drinnen steht, ist es natürlich klar, dass genau dann, wenn die harten Jahre in Wirklichkeit auf die harten Jahre von der Decken aufsitzen, das bringt die wirklich gescheite Funktion von einem Stimmstock, der stabil steht. Sobald das so ist, wie es ihm da ist, dann wandert der kann nicht funktionieren. Und das ist noch dazu was so schräg gemacht worden ist. Ja? Es ist so schräg gemacht worden,
dass das nicht einmal anpasst war auf der Decken und am Boden. Das heißt, da hat nur da vorne so ein Schneid eingedruckt in die Decken. Ja. Beim Boden hat es ein bisschen mehr verdrungen, das ist sowieso noch schräger. Ja. Da sieht man auch noch den Board drauf. Ja. Das ist was, so geht es eben nicht. Und das kann sogar einen Stimmriss verursachen in der Decken, weil einfach die Kraft, die da aufkommt, nicht auf einer kreisrunden Fläche aufgefangen wird, sondern in Wirklichkeit ja, ist es halt nur ganz ein kleiner Bruchteil, der da reindruckt wie so ein Schneid in das Deckenholz. Nicht? Also, Messerl ist das richtige Werkzeug, das gehört zu dem Rieberen dazu, dass das funktioniert. Und der Stimmstock, der mit einer Feile gemacht wird, das ist das Falsche. Das heißt, wenn man in sich einen Stimmstock mit der Feile anpasst, dann weiß man schon, das haut nicht hin. Ja? Und das ist auch was nicht stabil steht. Also davon kann ich nur dringend anraten. Noch zum Thema, wie die Flächen passen sollen. Ich habe jetzt wieder meine Decken innen und meinen Boden innen. Und ich sage jetzt einmal, da steht der Stimmstock drinnen. Dann ist es klar, dass wir da an dieser Stelle eine konkave Flächen haben und da herunten eine konkave Flächen haben. Das da draußen wäre eine konvexe und das wäre auch eine konvexe Freiformfläche. Warum da in dem Bereich und in dem Bereich die Flächen wirklich passen sollten, ist ganz einfach der, wenn ich halt das schräger mache, wie es jetzt bei dem einen Stimmstock ist, den ich euch da gezeigt habe, dann habe ich einfach das Problem, dass da herum in dem Bereich, wenn ich es jetzt von oben anschaue, nicht mehr eine kreisrunde Fläche aufsitzt mit dem Stimmstock, mit den Jahresringen drinnen, sondern eben eventuell nur so eine kleine Fläche da aufsitzt. Das wäre dann da der Bereich. Ja? Jetzt gehen wir nur von der Decken aus. Wenn da dann kontinuierlich oben vom Steg ein Druck aufkommt, dann ist einfach da genau eine Rissbildung möglich. Ja? Das heißt, ich habe die Kräfte, die kompletten Kräfte, die normalerweise von einer kompletten kreisrunden Fläche aufgenommen werden, ist in Wirklichkeit nur mehr ein ganz kleiner Bereich, der den gleichen Druck hat. Und dann kann einfach passieren, dass da herum eben nach außen hin so ein Riss entsteht. Und das ist ein sogenannter Deckenstimmriss, der durch den Stimmstock verursacht wird. Und der wehrt mir dann das. Und den kann man auch nur mehr reparieren, indem man dann ein anständiges Futter reinmacht. Am Boden, nachdem das Holz sozusagen weniger leicht springt, ist das Problem, außer dass der nicht hält oder nicht steht da, sondern einfach in Wirklichkeit dann in die Richtung abwandern kann. Da herum vergrabt er sich eine, also der wird auf der Decken wieder kaum wandern, aber am Boden wieder abwandern, weil der Boden natürlich als Ahornholz viel glatter ist. Ja, das sind die Nachteile und das darf einfach nicht sein. Und ich habe es euch jetzt erst bei den angefeilten Stimmstock von dem einen Kollegen gesagt, das ist ein No-Go. Also in Wirklichkeit müsste man ihm so einen Einzeiler schreiben, so irgendwas in der Art, bitte los hast, du kannst das nicht, du hast das einfach nicht verstanden. Und das ist nicht bösartig, sondern das darf man sagen, wenn es so ist. Ja? Weil in Wirklichkeit habe ich das dann bei einigen Instrumenten drinnen gesehen und ich weiß nicht, ob es der darauf anlegt, dass ihn irgendwann einmal verklagen geht, weil ein Stimmriss verursacht hat in einem teuren Instrument, weil da ist allein die Wertminderung von, sage ich mal, 20-25% so, weißt du, Knackbruch. Ja? Kann man sich das sparen, auch im Sinne des Kollegen. Das war's wieder fürs heutige Video. Wie gesagt, zusammenfassend. Das gut, das Murks. Haut nicht hin, haut hin. Ich hoffe, es hat euch was gebracht und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Pfiat euch! Du hast gesagt, eine kreisrunde Fläche, das ist natürlich nicht kreisrund, sobald das nicht mehr gerade ist, sondern eine schräge Fläche ist es dann schon eine elliptische Fläche, leicht, aber kreisrund das ist so wenig. Also, warm, so wie der gefällt ist, wird es wirklich bald der Ellipsen, so schräg wie das gefällt ist. Musst du dir mal anschauen. Ich habe das noch nie wo gebraucht bei einer Geige, dass es so schräg ist. Ich weiß ja, dass das einer war, der nicht aufgelegen ist. Na, so überhaupt nicht. Das heißt, der war nicht nur gefeilt, er hat nicht passt. sondern der war, genau, zu spitz auch noch. Ein Murks. Warte mal, jetzt sehe ich gerade, da steht ja noch was drauf. Was heißt das? Wahrscheinlich ist das der Stradivari-Code. Was?
Warte ein bisschen, das kennt ihr aber noch. Warte, ich setze mir die Lupen noch. Leonardo Cappuccino oder so ähnlich muss das heißen. Ich kann es nicht genau lesen. In jedem Fall, so geht's nicht. Okay? Das siehst du nicht, gell? Da hast du irgendwie Koordinationsprobleme. Das zeigt schon die Richtung von uns. Das ist zu hoch. Ungefähr 10, 12 cm. Na, Herr Schlau, es sind 13. Jetzt hat er mir's aber echt gezeigt. Ja, schau, jetzt gefällt mir das besser. Ja, und mir erst. Also, heute. Ja, so wie das dann schon schneiden nach dem ersten Satz, das bringt jetzt original nichts, wenn du da jetzt irgendwie herumfudelst, oder? Was tust du denn jetzt? Schön schummeln. Gar nichts durchschummeln. Dann mache ich es jetzt gleich irgendwie nochmal. Na, das passt genauso. Ach so, ja gut, das muss man mir sagen. Ich will mir glaubt, ich bin der Depp da. Ja, so gut was. Ich habe gemeint, du bist der Depp da.